Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in dem Online-Kurs, den ich dir hier vorstelle, um kleine und feine Holzobjekte und kleine Möbel. Eigentlich ist das ein Projektkurs, aber ich zeige dir auch ganz verschiedene Techniken, die du bei deinen Möbelstücken anwenden kannst, damit sie einfach ein bisschen mehr Raffinesse bekommen. Und das fängt schon beim ersten kleinen Projekt an, einem Kerzenhalter. Da steht die schräge Zinkung im Vordergrund, aber nicht nur die, sondern auch die Seitenteile an sich, denn die sehen aus, als wären sie aus einem Stück, sind aber in Wirklichkeit aus mehreren Teilen gefertigt, wobei die Maserung da wirklich nahtlos ineinander übergeht. Bei diesem Projekt kommen Handwerkzeuge und Maschinen zum Einsatz. Es ist also ein gemischter Kurs. Es werden immer mal wieder Handwerkzeuge verwendet, es werden immer mal wieder Maschinen verwendet in Kombination. Das ist auch der erste Kurs, in dem ich die Shaper Origin verwende, aber ich zeige dir natürlich Alternativen zu dieser Maschine. Wenn du dich aber für die Shaper Origin interessierst, dann siehst du in diesem Kurs schon mal einen kleinen Teil der Möglichkeiten, die diese tolle Maschine bietet. Beim Messerblock liegt der Fokus darauf, kleine Teile möglichst sauber zu bearbeiten, also ausrissfrei, wirklich passgenau. Das fängt schon beim Zuschnitt der Leisten an. Das geht weiter zu den Verbindungen. Also da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Leisten, aus denen der Messerblock besteht, wirklich perfekt zueinander sind, perfekt ausgearbeitet sind. Und das sieht man nachher natürlich auch am Endergebnis, wenn man sich da entsprechende Mühe gibt. Ein etwas größeres Projekt ist das Wandboard. Das kannst du überall verwenden, im Gäste-WC, das kannst du ins Wohnzimmer hängen, ins Arbeitszimmer, wo du willst. Das findet eigentlich überall einen Platz. Und hier ist die Besonderheit, eine Schubladenkonstruktion, die einen Klappmechanismus hat. Denn normalerweise macht man ja an solchen Teilen, die relativ hoch hängen, keine Schubladen, weil man nicht reinschauen kann. Bei diesem Möbelstück ist das anders. Da kannst du die Schublade aufklappen und hast bequemen Zugang. Ist mal was anderes, vielleicht kannst du diesen Mechanismus, der eigentlich recht simpel ist, aber eine gewisse Genauigkeit erfordert, auch bei anderen Möbelstücken verwenden. Ein weiteres Projekt in diesem Kurs ist ein Leiterregal. Das ist ein Regal, das, wie der Name schon sagt, wie eine Leiter funktioniert. Die kannst du hinstellen und kannst auf die Sprossen dann Regalböden legen. Natürlich ist das nicht als Leiter geeignet, sondern wirklich als Regal gedacht, aber die Optik ist halt die einer Leiter und das macht, denke ich, schon was her. Und auch hier geht es wieder um Details. Da ist zum Beispiel ein Gelenk komplett aus Holz mit verbaut. Das ist ein sehr schönes Detail. Es gibt selbstgemachte Rundstäbe und ich zeige dir, wie du leichte Bögen, also nicht zu starke Rundungen, als Gestaltungselement in deinen Möbeln verwenden kannst. Beim Kurskonzept bin ich etwas neue Wege gegangen. Der Kurs ist wesentlich kleinteiliger, als das bisher der Fall war. Das heißt, die Videos sind kürzer, dafür gibt es mehr Videos. Ich habe bestimmte Elemente nicht in die Projekte integriert, sondern als eigenständige Videos gemacht. Beispielsweise das Fräsen der Rundstäbe oder das Gelenk. Das alles kannst du dir separat losgelöst vom eigentlichen Projekt anschauen. Da siehst du, wie das funktioniert und im Projekt siehst du dann, wie das zum Beispiel in ein Möbelstück integriert werden kann. Ich denke, das ist ein ganz spannender Ansatz und ich hoffe, der gefällt dir. Der Kurs ist auch so ausgelegt, dass der eigentlich nicht zu Ende ist. Der kann immer wieder erweitert werden. Also wenn du dir dieses Video anschaust, je nachdem, wann du dir das anschaust, kann es auch sein, dass der Kurs schon um weitere kleine Projekte oder Techniken erweitert wurde. Wenn du jetzt noch Lust hast, dann schau dir einfach den Rest des Videos auch noch an. Da zeige ich dir einfach ein paar interessante Arbeitsgänge unkommentiert, einfach nur mit Maschinengeräuschen. Und wenn dich der Kurs interessiert, würde es mich freuen, wenn du ein Abo bei der Kurswerkstatt machst. Da kannst du alle Kurse schauen mit einem Abo. Das sind derzeit über 40 Kurse mit weit über 400 Videos. Also du bekommst da richtig viel für dein Geld. Darüber hinaus gibt es noch ein Kursforum. Es gibt die Möglichkeit, an Werkstatttagen teilzunehmen, kostenlos. Die sind alle 6 Wochen hier in der Werkstatt, immer mit verschiedenen Themen. Also da wird schon einiges geboten in der Kurswerkstatt. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, schau mal rein. Ich verlinke dir alles. Das war's von dieser Stelle. Hier geht es weiter mit Szenen aus dem Kurs. Wie gesagt, unkommentiert, einfach zum Genießen. Viel Spaß damit. Und natürlich wünsche ich dir wie immer viel Spaß in deiner Werkstatt und einen schönen Tag.